Mit dem heutigen Motiv nehme ich dich mit auf die griechische Insel Samos. Hier hatte ich vor einiger Zeit einen wunderbaren Malkurs mit einer tollen Truppe und vielen schönen Motiven. Die leuchtende Bougainvillea vor der schönen blauen Tür ist ein typisch griechisches Motiv und sorgt sofort für gute Laune. Die heutigen Materialien sind folgende Farben: Zylinblau von der Firma Winsor Newton, Alizarin Karmesin, Opernrosa, Kobalttürkis Light, Kobaltblau von der Firma Winsor Newton, Sienna gebrannt von Winsor Newton, Quinacridon Rot von Schminke, Französisch Ultramarin von der Firma Schminke und Jaune Brillant auch von Schminke. Ich arbeite auf gutem Büttenpapier der Firma Arche, 300 Gramm Graphit, das Format ist ungefähr DIN A4. Ich male mit meinen eigenen Pinseln, das ist der Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10, der synthetische Pinsel in Größe 6 und ich verwende einen Auswaschpinsel, einen Flachpinsel aus Kunststoff der Firma Da Vinci. Außerdem seht ihr rechts noch die kleine Sprühflasche. Referenzfoto und Skizze für dieses Motiv bekommen die Unterstützer unseres YouTube-Kanals wieder per Mail zugeschickt. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die unsere Arbeit hier wertschätzen und unterstützen. So können wir den Kanal nach wie vor werbefrei halten und jede Woche für euch einen neuen Film rund ums Aquarell hochladen. Als erstes möchte ich die leuchtenden roten Bougainvillea-Blüten mit weichen Verläufen malen. Hierfür feuchte ich einige Bereiche meines Blattes unregelmäßig an und setze dann verschiedene Rottöne hinein. Opernrosa, Quinacridonrot und Alizarin Karmesin sind hier die Farben meiner Wahl. Ich möchte ganz unterschiedliche Verläufe erzielen, deshalb spritze ich mit dem Pinsel und setze unregelmäßige Pinselbewegungen aufs Blatt. Mit Alizarin Karmesin dunkle ich die Rottöne etwas ab. Immer schön hier darauf achten, dass die Farben auf dem Blatt noch eigenständig zu erkennen sind. Mit Perilane Green, welches ich ein wenig mit dem vorhandenen Rot mische, setze ich die dunkelgrünen Blätter zwischen die roten Farbkleckse. Etwas Cadmiumgelb in der Mischung hält das Grün etwas auf. Das Papier ist immer noch nass und der Pinsel relativ trocken. So entstehen ganz weiche Verbindungen zwischen Grün und Rot. Mit der Sprühflasche sprühe ich alles noch einmal an und freue mich über die weichen Pigmentverläufe. Nun male ich die blaue Tür mit einer Mischung aus Kobalttürkis Light und Ultramarinblau. Um die roten Blüten male ich herum und meine Blautöne variieren ständig. Etwas Cadmiumgelb nehme ich in die Mischung mit hinein, so wird das Blau noch frischer. Mein Papier steht leicht schräg und durch das Verwenden von genügend Wasser in der Farbmischung können die Pigmente hier schön ineinander fließen. Den Briefkasten auf der rechten Seite male ich auch mit der blauen Mischung.
Die grünen Blätter der Topfpflanzen links neben der Tür werden jetzt mit einer Mischung aus Cadmiumgelb und Ultramarinblau gemalt. Auch hier versuche ich, den Grünton häufig zu variieren. Mal kommt etwas mehr Gelb, mal etwas mehr Blau mit in die Mischung hinein. Die Töpfe gestalte ich mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau zunächst relativ wässrig. Später werde ich hier die Schattenformen noch eintragen. Eine Graumischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin verwende ich nun für die Äste der Bougainvillea. Hier auf der linken Seite möchte ich eine dunkle Form noch einfügen. Auf dem Foto ist hier ein dunkles Fenster zu sehen und ich finde, das Bild erhält durch die dunkle Fläche ein gutes Gegengewicht zu dem leuchtenden Blau der Tür. Aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau setze ich nun einige zeichnerische Akzente ins Bild. Ich gestalte auch den Fußboden im Vordergrund in einem hellen Tonwert. Das heißt, ich verwende viel Wasser für diese Fläche. Mit einer sehr kräftigen Mischung aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin male ich jetzt das dunkle Innenleben der Tür. Auch die dunklen Glasscheiben in der Tür werden mit dieser Mischung gemalt. Hier ist jetzt allerdings etwas mehr Wasser in der Farbe. Mit Ultramarinblau, Alizarin Karmesin und einem Hauch Sienna gebrannt mische ich mir eine schöne Schattenfarbe. Mit diagonalen, lockeren Pinselstrichen werden die Schatten aufs Papier gebracht. Um überzeugende Schatten zu malen, ist es immer wichtig, dass der darunterliegende Farbauftrag noch hindurch schimmern kann. Zu blass sollte die Schattenfarbe aber auch nicht sein. Sonst müsste man diesen Vorgang wiederholen und das würde zu Lasten der Lockerheit im Bild gehen. Also vielleicht auf einem Extrablatt testen, ob du schon den richtigen Farbton angemischt hast, bevor du loslegst. Die Farbigkeit des Schattens kann gerne zwischendurch variieren, aber der Tonwert selbst sollte ungefähr gleich bleiben.
Zwischen den Tontöpfen füge ich einige dunkle Formen ein und arbeite auch die Stämme der Bougainvillea noch einmal nach. Die linke Seite der Tontöpfe male ich mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau und verblende sie zur Lichtseite hin mit klarem Wasser. Nun hole ich helle und sonnenbeschienene Stellen aus der Fläche der Tür wieder heraus. Ich benutze hier den angefeuchteten Flachpinsel und feuchte die betreffenden Stellen mit klarem Wasser an und hebe dann mit dem trockenen Tuch die Farbe ab. So kann ich auch die Verzierungen innerhalb der Glasscheibe herausarbeiten. Durch die Helligkeit fängt im Motiv die Sonne jetzt richtig an zu strahlen. Wichtig ist, den Zeitpunkt nicht zu verpassen, an dem man aufhören sollte. Ich setze noch ein paar extra Schatten auf die Glasscheiben und einige Verzierungen auf die Fläche des Fußbodens. Zum Schluss kommen noch ein paar leuchtende rote Farbkleckse direkt aus der Tube in die Pflanze hinein und auch einige Blütenblätter auf den Fußboden. So bekommt der anfangs weich gehaltene rote Farbfleck jetzt noch einige konkretere Formen und ich bin mit der malerischen und lockeren Umsetzung meines Motivs jetzt zufrieden. Eine Türklinke fehlt noch. Ich male sie mit Neutraltinte und Sienna gebrannt und gebe ihr einen kleinen leuchtenden gelben Klecks als Highlight obendrauf. Ich hoffe, mein fröhliches griechisches Motiv heute hat dir Freude gemacht und du hast Lust, es in der kommenden kühleren Herbstzeit auszuprobieren. Vielleicht träumst du dich dabei in wärmere Gefilde, das würde mich freuen. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.